Hallo zusammen, heute machen wir wieder gemeinsam ein Aquarell. Und zwar möchte ich euch heute mal zeigen, wie man mit Hilfe von so einem Architektenblock eine Vorzeichnung anlegt, wenn es schon mal etwas komplizierter wird. Ich habe mich für so ein Haus entschieden. Das ist ein Urlaubsdomizil von uns aus der Toskana. Und das ist perspektivisch schon mal nicht so ganz einfach. Und da kann man hingehen, nimmt sich so einen Architektenblock. Der hat so transparente Blätter und dazu habe ich mir das Motiv einmal quasi spiegelverkehrt ausgedruckt und dann lege ich dieses Transparentblatt da drauf und zeichne mir die wichtigsten Linien mit Bleistift, mit einem HB-Bleistift auf dieses Transparentblatt auf. Anschließend gehe ich hin, nehme mir dieses Blatt und platziere das dahin, wo ich gerne mein Motiv hätte. Ich sage jetzt mal, ich hätte das gerne etwas höher, hier kommt noch ein Baum hin und soll das hier abfallen. Und dann geht man hin, wieder mit diesem HB-Bleistift und rubbelt quasi diese Graphitlinien auf das Blatt auf. So, und wenn ich das jetzt abnehme, ist quasi meine Vorzeichnung auf dem Papier. Das ist jetzt natürlich nur noch eine ganz schwache, dünne Graphitschicht. Darum gehe ich hin und ziehe die Linien nochmal nach. So, wenn man die Linien nochmal nachgegangen ist, kann man nochmal mit so einem Knetradierer dieses überschüssige Graphit wegtupfen, sodass nur die dünnen Linien stehen bleiben. Jetzt gebe ich dem Ganzen eine Landschaft. Da kommt also noch ein Bäumchen hin oder auch zwei. So im Hintergrund können ein paar Zypressen stehen. So, und hier hinten deute ich dann noch so ganz weit entfernt so ein paar toskanische Hügel an. Kann man noch ein paar Büsche reinmalen, wie euch das gefällt. So, und dann ist die Vorzeichnung fertig. So, jetzt gehe ich erstmal hin und mache das Blatt gut nass. Ich mache das Blatt nur im oberen Bereich nass, weil ich das gerne unten ohne Farbe lassen möchte. Jetzt kommt die erste Lasur mit lichter Ocker und Indischgelb.
Solange die Farbe noch feucht ist, kann man da immer noch mal Akzente setzen. Hier jetzt zum Beispiel mit Lasur Orange und dann noch ein bisschen Grün, was so im Kasten übrig geblieben ist. Zum Schluss kommen jetzt noch Spritzer drauf. Einfach mit einem großen Pinsel Wasser und einem kräftigen Lasur Orange reinspritzen. So, jetzt fange ich mit den hinteren Bergen an. Das ist der Rest vom Himmel, die Farbe, und ein bisschen Saftgrün. Ziehe ich jetzt die Hügel der Toskana in mein Aquarell ein. Oben Farbe aufsetzen und immer wieder nach unten verziehen. Die Hügel werden von hinten nach vorne immer dunkler im Tonwert. Auch hinter dem Baum so ein bisschen Hügel andeuten, unter dem Baum. Das kann man jetzt leider auf der rechten Seite nicht so gut sehen, weil da die Kamera nicht hinkam. Die Hecke, die jetzt kommt, die habe ich in Olivgrün und Umbra gebrannt gemalt. Immer so ein bisschen hin und her tupfen. Und die Farbe nach unten verziehen. Das ist ganz wichtig, dass ihr das immer wieder macht, um so halt eben auch die Landschaft schon zu modellieren. Das sind jetzt so Reste aus dem Kasten, die ich dann einfach noch in der Landschaft verteile. Wenn das trocken ist, können die Hügel wieder gemalt werden. Jetzt einen Ton dunkler nehmen. Und auch wieder nach unten verziehen. In die Landschaft rein. Die Zypressen habe ich mit Indigo und Olivgrün gemalt. Einen geraden Strich ziehen und dann links und rechts von dem Strich immer hin und her tupfen. So, dann wieder weiter mit den Hügeln. Die nächste Schicht etwas dunkler wieder. In der Zwischenzeit, wo das trocknet, kann man mal anfangen mit dem Haus, dem eine Farbe zu geben. Hier bei mir ist das jetzt ein Umbra gebrannt. Und wenn es trocken ist, wieder die nächste Schicht Hügel, wieder ein Ton dunkler, wieder nach unten verziehen, in die Landschaft rein. Das ist jetzt Olivgrün mit Indigo wieder ein bisschen. Das ist Lasur Orange, was jetzt kommt. Jetzt kann es kräftig werden nach unten. Einen dicken Pinsel zum Verteilen. Und zum Schluss kommen wieder Spritzer drauf. Jetzt kommt der Baum, den mache ich erstmal feucht. Und dann habe ich hier Olivgrün und
ein bisschen Indigo, ein bisschen Umbra gebrannt. In die grüne Farbe sollte man immer entweder braun oder orange oder ocker mit reinmischen, damit die nicht zu knallig wirkt. Tupfend wird jetzt die Farbe aufgetragen. An Lichtpunkte denken, nicht alles zumalen. Und unter dem Baum kann man jetzt ein bisschen Grün noch einbringen und wieder den nächsten Hügel malen. Farbe wieder nach unten verziehen. In der Zwischenzeit, wo das oben trocknet, kann man die Terrasse malen. Die ist eigentlich ein bisschen abfallend, diese Terrasse. Die war nicht ganz gerade, die ging ein bisschen schief. Das kann man so machen, man kann die aber auch gerade malen. Nach unten wieder verziehen, in die Landschaft rein. Dann kommt wieder der nächste Hügel. Jetzt bekommt der Baum unten noch Schatten. Dazu mache ich den erstmal wieder feucht. Und mit Indigo reintupfen. Auch oben noch mal was Schatten geben. Noch mal hellgrün in die Lichtflecken. So, der Stamm ist in Van Dyck Braun gemalt. Mit den Ästen, die in den Baum hineingehen. Und auch den Stamm wieder nach unten verstreichen und wieder die Landschaft modellieren. Ein paar Gräschen oben einziehen. Und zum Schluss nochmal spritzen. Jetzt bekommt der Baum nochmal einen Schatten unten an die Seite, diesmal aber ohne das vorher feucht zu machen. Dann bekommen die Stämme ihren Schatten. Auf der linken Seite mache ich den Stamm dunkler und die Äste bekommen einen Schatten oben unter das Blattwerk, weil dieses Blattwerk halt einen Schatten auf diese Stämme wirft oder Äste. Und wieder nach unten verziehen. Dann werden kleine Ästchen in die hellen Stellen vom Baum gemalt. Überall da, wo es hell ist, einfach ein paar Äste einziehen. Jetzt werden unter dem Baum so kleine Gräser eingezogen. Mit dem Pinsel rauf und runter gehen oder wer es nicht so geübt ist, der kann auch mit dem Pinsel nur nach oben streichen. Nur nach oben ziehen den Pinsel, sodass die kleinen Gräschen nach oben eine Spitze bekommen. Das Haus hatte ich schon gemalt.
in Van Dyck Braun. Leider ist da die Kamera nicht eingeschaltet worden. So, jetzt kommen die Seitenteile von dem Haus, die haben Schatten. Da könnt ihr ein Van Dyck Braun oder ein Umbra gebrannt nehmen. Fleckig arbeiten, das ist ein altes Haus. Auch auf der Terrasse oben ist es dunkel. Da ist jetzt noch Indigo mit drin. Muss man mal gucken, ob das so dunkel bleibt. Kann sein, dass das ein bisschen zu dunkel wird. Auch wieder in die Terrasse reinziehen, die Dunkelheit, genau wie bei der Landschaft. Unter dem Dach ist ein Schatten. Das ist Umbra gebrannt jetzt. Die Treppenstufen bekommen oben einen hellen Streifen, wo das Licht drauf fällt. Die Tür habe ich in Englisch-Rot gemalt. Und die Fenster in Indigo. Der Schornstein kommt in Englisch-Rot mit einer Schattenseite natürlich, wie das Haus auch, und einer Lichtseite. Die Dächer sind auch in einem kräftigen Englisch-Rot gehalten. Unter die Pfannen kommt ein Schatten mit Van Dyck Braun. Das ist jetzt lichte Ocker und in die Hauswand kommt noch lichte Ocker, Indisch Gelb und Chrom Orange.
Jetzt kommt der Busch im Vordergrund. Das ist wieder olivgrün mit Indigo. Und auch wieder in die Landschaft einarbeiten. Hier arbeite ich jetzt mit Olivgrün und Chromorange. Auch die Wegränder können in verschiedenen Grüntönen gestaltet werden. Und zum Schluss nochmal mit Grüntönen ins Bild reinspritzen. Jetzt bekommen die Fenster ihre Schatten. Die werden an der linken Seite dunkler gemacht und rechts bleiben sie heller. Auch die Zypressen bekommen an der linken Seite noch einen Schatten. Auch der vordere kleine Busch wird noch ein bisschen ausgearbeitet mit Olivgrün und Indigo. Und auch hier wird die Farbe in die Landschaft eingearbeitet. So unterhalb der Terrasse, das war mir zu dunkel geworden. Und wenn man gutes Papier hat, kann man das wieder heller wischen, indem man mit einem sauberen Pinsel immer wieder über die Stelle geht und mit einem Taschentuch das wegtupft. Da ist jetzt meine Hand ein bisschen im Weg, deshalb sieht man das nicht so gut. Und da kann man jetzt noch eine Tür reingestalten. So, das ist jetzt das fertige Bild. Zum Schluss habe ich noch mal ein paar Spritzer reingesetzt. Das Bild natürlich signieren. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder bei unserem nächsten gemeinsamen Video.